Heute sind wir gestreift unterwegs und zwar mit Condor an Bord des neuesten Langstreckenflaggschiffs, nämlich dem Airbus A330 Neo. Wir starten einmal hinten in der Economy Class und der Premium Economy Class. Die schauen wir uns einmal gemeinsam an und dann geht es weiter nach vorne in die Business Class, denn hier verbringe ich diesen Flug und zeige euch das Premium Langstreckenprodukt von Condor hier ganz genau. Also zurücklehnen, mitkommen und abheben mit mir. Los geht's auf einen Langstreckenflug. Ich bin gerade angekommen am Frankfurt Airport, Außentemperatur 2 Grad. Der Winter ist eingekehrt, aber es ist super sonnig, keine Wolke am Himmel. Und heute geht es auch zu einem sonnigen Ziel. Es geht nämlich nach Phuket. Und das Ganze mit der Condor in ihrem neuesten Produkt, nämlich im Airbus A330 Neo. Auf geht's! Ja, Condor ist ja die zweitwichtigste Airline hier am Frankfurt Airport, beziehungsweise auch die zweitgrößte Airline und hat sich so ein bisschen gewandelt in der letzten Zeit. Früher war Condor ja eher ein typischer Ferienflieger. Mittlerweile fliegt Condor aber auch zahlreiche Citystrecken innerhalb Europas an. Das hat einfach den Hintergrund, dass damit hier über Frankfurt auch eine Konnektivität zur Langstrecke, also beispielsweise wie heute zu meiner Strecke nach Phuket hergestellt wird. Wenn ihr mit Condor fliegt, zunächst einmal in den Bereich C, dort einmal einchecken in den erkennbar gestreiften Check-in-Bereichen der Condor und dann einmal rüber in Richtung B-Gates. Dort starten die meisten Flüge, wie auch mein Flug heute nach Phuket. Und da ich ja heute mit Condor auf der Langstrecke im neuesten Produkt, nämlich im Airbus A330 Neo fliege und das Ganze in der Business Class, habe ich hier auch am Frankfurt Airport direkt die Möglichkeit, zum Business Class Check-in zu gehen. Da ist es dann natürlich nicht so voll. Also ich habe keine lange Schlange oder ähnliches zu befürchten. Ich kann direkt durch und der Bereich hier ist auch gerade ziemlich leer. Das heißt, ich sollte meine Bordkarte in wenigen Augenblicken bekommen. Das ging auf jeden Fall super schnell. Das war eine Sache von 2 Minuten hier am Business Class Check-in von Condor. Ich hatte auch ursprünglich versucht, mich mal online einzuchecken. Das hat auch funktioniert, aber mir wurde keine Bordkarte ausgestellt. Und dann dachte ich mir, du probierst auch noch mal schnell den Check-in-Automaten hier aus. Auch da gab es leider keine Bordkarte. Hat einfach den Hintergrund, dass Condor hier überprüft, ob der Reisepass noch lang genug gültig ist. Der muss nämlich mindestens 6 Monate gültig sein. Und ob noch genug freie Seiten im Reisepass frei sind für den Einreisestempel oder ähnliches. Also die landesspezifischen Einreisevoraussetzungen für Thailand. Aber jetzt habe ich meine Bordkarte. Jetzt kann es aufgehen in Richtung Sicherheitskontrolle, Ausreise und dann zum Bereich B hier im Terminal 1. Das ging auf jeden Fall nochmal super schnell hier gerade wieder mal mit der Sicherheitskontrolle und mit der Ausreise, die ja hier auch automatisiert läuft am Frankfurt Airport. Jetzt könnte ich als Business-Class-Kunde von Condor hier tatsächlich sogar noch in die Lounge. Condor nutzt nämlich für die Business-Class-Passagiere die Lufthansa Business Lounge hier im Bereich B. Das heißt, die könntet ihr vorher am Abflug ganz normal mit einem Business-Class-Ticket von Condor auch mit benutzen. Allerdings bin ich hier gerade zum Frankfurt Airport auf die letzte Minute gekommen und mein Boarding startet schon gleich, sodass ich es leider nicht mehr in die Lounge schaffe. Hoffen wir, dass gleich auf dem Flug genug Essen, genug Trinken geladen ist, dass ich das so ein bisschen kompensieren kann quasi und es mir gleich richtig gut gehen lassen kann bei Condor an Bord im Airbus A330 Neo. Angekommen am Gate. Unser Gate ist heute übrigens das Gate B45 und hier startet gerade ein Aufruf vom Gate-Personal. Condor bietet nämlich noch Last-Minute-Upgrades an. Das ist auch immer eine gute Möglichkeit, wenn man doch denkt, ja, ich möchte doch gerne mal in der Business Class fliegen oder aber in der Premium Economy Class. Dann kann ich euch nur als Tipp geben, schaut einfach mal am Gate, wenn noch Plätze frei sind, dann werden die in der Regel immer noch angeboten und das Ganze meistens auch sehr kostengünstig. Und hier ist ja auch schon zu sehen, unser Airbus A330 Neo für unseren heutigen Flug nach Phuket. Das Ganze mit dem Kennzeichen DANRF, 2 Jahre ist er alt. Und er trägt die blauen Streifen von Condor, die übrigens für das Thema Sea stehen. Und das Boarding hat gerade begonnen für unseren Condor-Flug nach Phuket. Ich habe bei Condor im Voraus angefragt, ob es die Möglichkeit gibt, vielleicht 1 bis 2 Minuten früher einzusteigen, um euch einmal die gesamte Kabine möglichst leer zu zeigen. Das hat Condor mir ermöglicht. An dieser Stelle einmal vielen, vielen Dank.
Und noch der transparente Hinweis, Condor nimmt keinen Einfluss auf dieses Video bzw. die Inhalte dieses Videos. Das ist hier wie immer bei Zwischen Gate und Ziel authentisch und stellt meine persönlichen Erfahrungen in diesem Produkt hier dar. Ja, so eine leere Kabine, das ist immer wieder schön. Man kann euch einfach dann wunderbar das ganze Produkt einmal zeigen. Hier bin ich jetzt gerade in der Business Class von Condor im Airbus A330 Neo. Die schauen wir uns natürlich später noch detaillierter an. Ich stelle euch natürlich auch noch den Sitz ausführlich vor, aber ihr seht schon, man wird hier auf jeden Fall schon einmal direkt begrüßt. Und hier kommen wir auch schon direkt in die Premium Economy Class von Condor. Ihr seht schon, wir haben hier am Sitz unter anderem ein großes Kissen, eine Decke und eine Wasserflasche. Und der Sitzabstand hier auch sehr großzügig, sieht auf jeden Fall auch bequem aus. Und hier hinten ab der Reihe 19 beginnend finden wir die Condor Economy Class hier im Airbus A330 Neo. Auch hier sehr bequeme Sitze, machen einen sehr guten und modernen Eindruck. Das Ganze natürlich auch wie in der Premium Economy Class mit diesen Kopfstützen und hier mit einem etwas kleineren Kissen und einer Decke. Und sowohl in der Premium Economy Class wie auch hier in der Economy Class sind dieselben Sitze verbaut. Ihr seht auch, ihr habt hier am Sitz ein sehr großes Entertainment-System, wirkt auch sehr modern das Ganze. Ihr habt hier einen Tisch, der lässt sich auch zweiteilen, ausklappen und auch verstellen. Und wir haben zudem auch noch eine USB-Steckdose sowie eine USB-C-Steckdose. Das Ganze macht hier auf jeden Fall einen sehr modernen und komfortablen Eindruck. Jetzt geht es in Richtung meines Sitzplatzes vorne in der Business Class. Die ist hier in einer 1-2-1-Konfiguration angeordnet. Ihr seht jetzt ja hinter mir nochmal die Premium Economy Class bzw. dahinter die Economy Class. Das Ganze hier in einer 2-4-2-Anordnung. Und noch ein spezielles Highlight hier in der Condor Business Class im Airbus A330 Neo. Die erste Reihe, sowohl am Fenster links und rechts, aber auch in der Mitte, das sind hier die sogenannten Prime Seats. Da habt ihr noch mal deutlich mehr Platz. Man kann schon fast sagen, dass das eine First Class in der Business Class ist. Ihr habt eine größere Privatsphäre, ihr bekommt kleine Snacks während des Fluges. Und wie gesagt, das Ganze sehr, sehr privat, sehr, sehr exklusiv und teilweise nur mit einem sehr geringen Aufpreis verbunden. Während meines Check-in-Vorgangs wurde mir das Ganze für nur 200 € angeboten. Und damit nochmal wirklich herzlich willkommen hier bei Condor in der Business Class im Airbus A330 Neo, jetzt auf unserem Flug nach Phuket. Mein Sitzplatz heute hier, der Sitzplatz 6K am Fenster, und zwar direkt am Fenster. Denn ihr müsst aufpassen, bei der Condor Business Class hier im Airbus A330 Neo, da sind die Sitze zwar 1-2-1 angeordnet, das heißt jeder Sitz hat einen unmittelbaren Gangzugang, aber nur jeder zweite Sitz ist von den Sitzen, die am Fenster angeordnet sind, wirklich direkt am Fenster. Das heißt, in der Reihe 2, 4, 6 und 8, da sitzt ihr wirklich direkt am Fenster. In den anderen Reihen, die dazwischen liegen, da hättet ihr jetzt diese Ablage hier auf der rechten Seite. Das heißt, ihr würdet etwas versetzt vom Fenster sitzen. Hier auf jeden Fall definitiv ein sehr guter Ausblick, sehr nah am Fenster. Und auch eine sehr gute Privatsphäre auf den ersten Blick. Wir starten einmal mit einer Seat-Tour und die ist sehr ausführlich, denn ihr habt es ja gerade schon gesehen. Hier liegt wirklich sehr, sehr viel am Sitz. Lass uns mal schauen, was es hier alles so gibt. Und zwar haben wir hier erstmal ein großes Kissen direkt auf dem Sitz. Und das ist auch wirklich groß und komfortabel. Ich mag das ja tatsächlich, wenn die Kissen nicht so dick sind. Und das hier ist schön dünn, gibt schön nach. Also das verspricht schon mal guten Schlafkomfort. Weiterhin haben wir hier eine verpackte Decke. Auch die macht einen sehr komfortablen Eindruck, ist schön dick. Also kann man sich nachher zum Schlafen schön reinlegen. Und dann haben wir hier schon direkt neben dem Sitz auf der Ablagefläche eine Menükarte. Da schauen wir gleich einmal rein. Sie ist aber auf jeden Fall schon mal sehr, sehr groß. Wir haben hier eine Wasserflasche und wir haben hier ein Amenity-Kit von Condor. Das Ganze natürlich auch im Streifenbranding. Das Ganze ist hier aus einem Material hergestellt, was wohl biologisch abbaubar ist bzw. recycelt ist, steht hier auch drauf, aus recyceltem Polyester. Und das Amenity-Kit hier enthält einmal ein paar Socken, eine Schlafmaske, eine Zahnbürste mit Zahnpasta, also ein Set. Dann gibt es eine Gesichtspflegecreme und es gibt noch eine Lippenpflegecreme
Macht auf jeden Fall auch immer Sinn, denn die Lippen werden häufig auch auf solchen Flügen beziehungsweise gerade auch auf den längeren Flügen gern mal trocken. Weiterhin haben wir hier noch einen Travel Organizer. Das ist immer so ein Geschenk, was Condor hier macht an Bord in der Business Class. Und ich habe jetzt hier einen Beach Bag. Das heißt, eine Beach-Tasche, die auch wasserdicht ist, wo man also gut ein Handy oder ähnliches, Sonnencreme und so weiter mit zum Strand nehmen kann, ohne dass das Ganze irgendwie nass wird. Das heißt, das ist ja auch etwas, was man wirklich gut am Zielort bzw. im Urlaub gebrauchen kann. Und wir haben hier noch einmal die Kopfhörer, auch frisch verschweißt, und sie sehen auf jeden Fall auch sehr, sehr hochwertig aus. Scheinen auch Noise-Cancelling-Modelle zu sein. Also von dem, was man hier so am Sitz findet, ist das auf jeden Fall schon mal eine sehr gute, große Auswahl. Das habe ich tatsächlich lange nicht mehr erlebt, dass es wirklich so viele Sachen direkt als Amenities in der Business Class gibt. Und wie gesagt, auch Sachen, mit denen man wirklich was anfangen kann. Jetzt schauen wir einmal in den Fußraum bzw. in den Abstand zum Vordersitz. Auch den werde ich euch noch mal zeigen. Auch wenn das natürlich ein klassischer Business Class Sitz hier ist. Und wir haben hier unten in der Sitzablagefläche noch eine Matratzenunterlage. Das heißt, man kann hier den Sitz sich noch etwas bequemer, etwas weicher gestalten hierdurch. Und zudem haben wir hier auch noch ein paar gebrandete Condor Slippers. Finde ich auch sehr gut. Dann kann man nämlich die Schuhe ausziehen und sich richtig schön bequem in diesen Slippers hier durch die Kabine bewegen. Ansonsten haben wir hier noch die Magazintasche. Da drin zu finden eine Safety Card und ein Boardshop-Katalog sowie noch ein weiterer Katalog für das Skyline Café hier auf der Langstrecke. Denn natürlich neben dem normalen Business Catering gibt es hier auch noch ein weiteres Angebot von Speisen und Getränken, die ihr hier käuflich erwerben könnt. Weiterhin haben wir hier auch noch den Tisch. Dieser lässt sich hier über diesen Knopf ausfahren, Table. Und ihr seht schon, das Ganze hier auch sehr geräumig, lässt sich auch super verstellen und weit nach hinten ausfahren. Das heißt, man kann ihn auch aus verschiedenen Sitzpositionen sehr gut zum Essen später erreichen. Und es gab auch gerade schon ein Begrüßungsgetränk hier bei Condor. Zur Auswahl standen einmal der Orangensaft und ein Rosé-Sekt. Und damit hat Condor tatsächlich genau meinen Geschmack getroffen. Ich persönlich bevorzuge Rosé-Sekt deutlich vor normalem Sekt. Prost! Ansonsten haben wir hier am Sitz auch noch eine Fernbedienung, die man rausnehmen kann. Das heißt, damit kann man auch später das In-Flight Entertainment steuern. Und wir haben hier auch noch diverse Steckdosen, unter anderem einmal für die Kopfhörer, einmal USB-C, USB-A und eine Universalsteckdose, unter anderem auch für den 230 Volt Anschluss hier aus Europa. Zudem hier oben nochmal zu sehen, eigentlich für die Kopfhörer und noch ein kleines verstellbares Licht. Das Ganze hier macht auf jeden Fall einen total modernen, komfortablen und serviceorientierten Eindruck. Natürlich werde ich euch nachher auch noch in Ruhe das Entertainment-System hier vorstellen. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr einladend. Man hat hier wirklich einen riesen Bildschirm. Das Ganze auch in einer sehr, sehr guten Auflösung. Also erster Eindruck hier, ein tolles, modernes Business-Class-Produkt. Natürlich schauen wir uns auch eine der Toiletten hier im Airbus A330 Neo von Condor an. Und ihr seht schon im Hintergrund, es gibt hier auf jeden Fall auch selbst auf den Toiletten die Streifen. Also die Streifen sind hier überall präsent. Und es gibt natürlich mehrere Toiletten in diesem Flugzeug. Das ist jetzt die Toilette hier unmittelbar hinter dem Cockpit, die auch exklusiv nur für Reisende der Business Class gedacht ist. Wir schauen einmal, wir haben natürlich einen riesigen Spiegel. Wir haben hier einige Amenities, unter anderem Erfrischungstücher. Wir haben ein Mundspülwasser. Wir haben hier noch eine Handcreme, das Ganze auch von Rituals. Und wir haben hier auch noch einen Gehörschutz ausliegen, sowie kleine Becher, die man sich zum Beispiel zum Zähneputzen nehmen kann. Ansonsten alles sehr, sehr sauber hier, sehr geräumig, großes Waschbecken, verschiedene Tücher hier, Seife, alles da. Dann haben wir hier einen Wickeltisch für Babys und natürlich die Toilette. Das Ganze hier insgesamt sehr geräumig, also man hat hier wirklich einen ordentlichen Platz und ich denke, man könnte sich hier sogar umziehen, das heißt sich in die Schlafklamotten oder ähnliches
für so einen langen Flug werfen. Das Boarding ist completed, es sind alle Leute eingestiegen und die Crew hat uns hier auch gerade schon freundlich begrüßt. Unsere Flugzeit nach Phuket heute 10 Stunden und 30 Minuten. Hier in der Business Class am Sitz gibt es übrigens eine Besonderheit, wie bei mittlerweile vielen Business Class Produkten. Es gibt nämlich auch noch klassisch quasi wie im Auto einen Schultergurt. Den müsst ihr auf jeden Fall auch mit dem ganz normalen Sitzgurt zusammen hier anlegen. Jetzt kann es losgehen, pünktlich in Richtung Thailand nach Phuket. Und, by the way, es gab auch eine Begrüßung von einem Crewmitglied auf Thailändisch. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich und genießen Sie diesen Condor-Flug. Rund 10 Minuten im Flug. Wir haben gerade Frankfurt bei wirklich strahlendem Sonnenschein verlassen. Und die Anschnallzeichen sind noch angeschaltet. Aber ich möchte die Chance schon mal nutzen, um euch hier das Entertainment-Angebot an Bord von Condor in der Business Class zu zeigen. Jetzt machen wir aber erstmal die Sonnenblende nach unten, denn die Sonne scheint hier so stark rein, dass ihr sonst gar nichts auf dem wirklich schön großen Bildschirm sehen könntet. Schauen wir uns das erstmal an. Der Bildschirm hier sehr, sehr groß und er vermittelt auch direkt einen sehr modernen Eindruck. Ist auf jeden Fall schön von der Qualität her. Dann haben wir hier zunächst die Sprachauswahlmöglichkeiten. Da nehmen wir jetzt natürlich Deutsch. Und dann haben wir hier 2 Bereiche im Entertainment-System. Einmal einen speziellen Kinderbereich und das ganz normale Entertainment-System. Das wählen wir auch direkt aus. Und dann haben wir hier schon direkt die Übersicht der Inhalte im Entertainment-System. Zunächst haben wir hier einmal die Option, uns über das Fly Connect-System bei Condor zu informieren. Das ist das WLAN an Bord. Das werden wir auch gleich tun. Wir haben hier die Skyline Café-Karte. Wir haben Zugriff auf verschiedene TV-Sendungen. Wir haben hier die Möglichkeit, die Bundesliga-Ergebnisse mitzuverfolgen. Wir haben ein klassisches Filmmenü. Wir haben hier noch weitere Reisetipps bzw. Tipps rund um das Produkt hier von Condor. Und wir können auch noch hier auf das Shopping-Angebot, also den Condor Boardshop, zugreifen. Das war aber noch nicht alles, es geht noch weiter. Wir haben hier noch eine spezielle Auswahl von Filmen, die gerade neu erschienen sind. Wir können uns hier von ARD oder ZDF etwas aus der Mediathek ansehen und man hat hier auch noch weitere Filtermöglichkeiten, zum Beispiel deutsche Filme, ein Musikprogramm, Entspannungsübungen, Award-Gewinner, das heißt wahrscheinlich Filme, die irgendeinen Preis gewonnen haben, etc. Also alles sehr, sehr umfangreich hier und damit noch nicht genug, noch weitere Insights zum Condor Produkt an sich bzw. zur Airline Condor mit hier Zollformularen über uns, hinter den Kulissen etc. Also sehr, sehr umfangreich das Ganze. Für mich natürlich die wichtigste Funktion hier oben einmal die Flugkarte und die lädt auf jeden Fall sehr, sehr schnell. Das Ganze hier in einer wirklich tollen Qualität. Und kaum in der Luft gab es hier auch gerade schon den ersten Service, nämlich ein schönes, heißes Tuch. Perfekt. Ja, das Entertainment-System hier mit diesem großen Bildschirm in wirklich toller Qualität. Alles sehr, sehr flüssig, keine technischen Probleme. Das macht in jedem Fall einen guten Eindruck. Ich war gerade total überrascht, was es hier alles für Sachen gibt, die hier abrufbar sind. Also
Da kann man sich ja wirklich den ganzen Flug mit beschäftigen. Für mich, wie gesagt, immer am wichtigsten die Flugkarte, dass ich also den Flug verfolgen kann. Das Ganze ist hier steuerbar, eben zum einen über den Bildschirm, aber auch über die Fernbedienung, die direkt in der Sitzablage hier herausnehmbar ist. Ja, und eine Sache, die definitiv heutzutage nicht mehr wegzudenken ist das Thema Internet auf Flügen, speziell auf Langstreckenflügen. Und auch da bietet Condor etwas an. Das Ganze nennt sich hier Fly Connect. Dazu verbindet ihr euch mit eurem Gerät einfach mit dem Netzwerk Fly Connect. Das ist hier ein ganz normales WLAN-Netzwerk. Und dann werdet ihr auf eine Seite weitergeleitet. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal eine Begrüßung auf unserem Flug nach Phuket. Wir können hier auch Fluginformationen abrufen. Wir haben das Wetter am Zielort. Wir können uns weitere Impressionen für das Reiseziel ansehen, also zum Beispiel Tipps und Tricks vor Ort. Und wir haben hier auch noch ein bisschen Werbung sowie auch einige weitere Auswahlmöglichkeiten hier unten. Zum Beispiel Services, also wir können ja auch nochmal das Skyline Café und den Boardshop und ähnliches abrufen. Und ganz wichtig, wir haben auch die Möglichkeit, hier einige Zeitschriften abzurufen, deutschsprachige hauptsächlich, zum Beispiel Autozeitungen, Wirtschaftszeitungen, aber auch die Bunte oder ähnliches. Also auch da gibt es hier verschiedene E-Journals. Es gibt Spiele, es gibt eine Kinderwelt und es gibt hier auch noch ein Quiz. Und auch die Condor Insights mit Informationen rund um die Airline sind hier abrufbar. Ja, das Allerwichtigste ist aber natürlich das Internet, was man hier in Paketen buchen kann. Auch in der Business Class muss man es hier kostenpflichtig buchen. Es gibt hier zum einen das Paket Fly Connect Chat. Damit kann man Textnachrichten versenden, also zum Beispiel WhatsApp oder ähnliches. Das Ganze kostet hier für den gesamten Flug 7 €. Und es gibt das Fly Connect Surf Angebot. Damit kann man natürlich klassischerweise auch Textnachrichten versenden, aber auch ganz normal Internet und Social Media benutzen. Das Ganze kostet hier 20 € für den gesamten Flug. Das sind auf jeden Fall sehr humane, ja, übliche Preise hier für das Internet an Bord. Ich werde mir jetzt gleich mal das Fly Connect Surf buchen für 20 €, denn wie gesagt, Internet, das ist für mich auf Flügen mittlerweile unabdingbar, gerade bei so einer langen Flugzeit. Wie steht ihr denn dazu? Haltet ihr es so lange aus? Haltet ihr es 10 Stunden auch mal ohne Internet aus? Schreibt es mir gerne einmal hier unten in die Kommentare. Und rund 30 Minuten nach dem Start begann jetzt auch gerade schon der Service. Mein Tisch wurde eingedeckt und das ist doch mal eine gute Gelegenheit, dass wir uns jetzt einmal die Menükarte hier von Condor anschauen. Ich habe sie euch ja vorhin schon bei der Sea-Tour gezeigt. Sie ist sehr, sehr groß, sieht auch sehr elegant aus. Wir schauen mal, was uns jetzt hier kulinarisch bei Condor in der Business Class nach Phuket erwartet. Wir haben hier direkt nach dem Start eine Vorspeise. Das Ganze scheint relativ umfangreich zu sein. Danach klassischerweise die Möglichkeit, auch aus dem Brotkorb Sachen auszuwählen. Und in der Hauptspeise dann 3 verschiedene Auswahlmöglichkeiten, sowie später dann noch Käse bzw. ein Dessert. Vor der Landung, ca. 2 Stunden vor Phuket, gibt es dann noch ein Frühstück. Auch hier werden verschiedene Optionen angeboten, zum Beispiel türkischer Obstsalat, dann gibt es Schinken, Gouda, Omelette und natürlich auch Sachen aus dem Brotkorb. Also auch hier eine großzügige Auswahl. Weiterhin in der Menükarte zu finden natürlich die Karte für die Spirituosen und Weine. Hier einmal der Condorpolitan direkt. Das ist das klassische Condor-Getränk bzw. ja das Condor gebrandete Getränk. Das werde ich nachher auf jeden Fall mal probieren. Dann haben wir hier einmal den Champagner, der an Bord geladen ist. Wir haben den Rosé-Sekt, der auch schon beim Boarding verteilt wurde als Welcome Drink. Wir haben hier verschiedene Weißweine sowie einen Roséwein an Bord und natürlich auch verschiedene Rotweinsorten. Und auch hier nochmal eine Auflistung aller Getränke, nicht alkoholisch und alkoholisch. Ihr seht auch, es gibt auch Longdrinks beispielsweise und weitere Spirituosen sowie natürlich klassischerweise Bier. Hier einmal nochmal in der Gesamtübersicht von allem, was man hier an Bord zu trinken bestellen kann in der Business Class. Ja, und wie gesagt, als Hauptspeise kalbgeschnetzeltes oder aber das Kabeljaufilet oder aber die Tortellini. Schwierige Auswahlmöglichkeit für mich. Ich mag tatsächlich alle 3 Sachen sehr gerne. Schauen wir mal, wofür ich mich dann später während des Services entscheiden werde. Die Anschnallzeichen sind ausgeschaltet. Der Tisch vor mir ist gedeckt. Und ich habe es mir auch gleich einmal ein bisschen bequemer gemacht, denn ihr habt natürlich hier am Business Class Sitz die Möglichkeit, den Sitz verschieden zu verstellen. So,
Wir schauen uns natürlich nachher noch an, wie bequem das Bett hier ist, beziehungsweise wie das überhaupt aussieht, das Bett hier in der Condor Business Class. Aber es gibt auch noch weitere Einstellmöglichkeiten. Zum einen habt ihr hier die Möglichkeit, da oben das Licht abzudunkeln, beziehungsweise umgekehrt einzuschalten. Ihr habt hier die Möglichkeit, über dieses Schnellwahlmenü auch die Sitzhärte gerade am Rücken einzustellen. Das Ganze einmal härter bzw. weicher. Dann habt ihr hier als Schnellauswahlmöglichkeit die sogenannte Lounge-Position, also zwar noch sitzend, aber etwas bequemer, etwas weiter nach vorne geschoben etc. Ihr habt hier eine Schnellauswahlmöglichkeit natürlich für das Bett und ganz zuletzt noch die Möglichkeit, die Position auszuwählen für den Start bzw. für die Landung. Der Sitz hier, wie gesagt, steuerbar über diese Auswahlmöglichkeiten direkt neben ihm. Auf der rechten Seite, also direkt hier am Fenster angrenzend, gibt es hier übrigens auch noch eine Armlehne. Die ist auch sehr bequem, aber die lässt sich nicht nach unten verstellen. Das heißt, nachher in der Schlafposition ist man hier durch diese Armlehne etwas begrenzt, macht aber auch Sinn, denn sonst würde man ja hier direkt am Fenster liegen. Und wenige Minuten später hat hier auch der Service begonnen. Es gab einen kleinen Gruß aus der Küche und zwar gab es einmal eine kleine Portion Nüsse und dazu natürlich Getränke. Ich habe mich für den Condor Signature Drink für den Condorpolitan entschieden, sowie noch ein Wasser. Und rund 10 Minuten, nachdem es jetzt gerade schon den Gruß aus der Küche gab, gab es jetzt hier die Vorspeisenplatte und die hat es wirklich in sich. Also eine riesige Auswahl, sieht sehr, sehr gut aus. Ich bin mal gespannt, wie es schmeckt. Und unmittelbar nachdem die Vorspeise abgeräumt war, kam jetzt auch schon die Hauptspeise. Ich habe mich für das Tortellini oder die Tortellini entschieden mit italienischem Ziegenfrischkäse, Pesto etc. Ich weiß nicht, ich war irgendwie im Modus, jetzt mal Nudeln zu essen, hatte da irgendwie Lust drauf. Dazu ein Bier, und zwar das Condor Ferienlagerbier von Brewdog. Condor hat nämlich sein eigenes gebrandetes Bier. Das Essen sieht auf jeden Fall sehr, sehr lecker aus. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze schmeckt. Es ist sehr, sehr schön heiß, also kommt gerade frisch aus dem Ofen und auch sehr, sehr lecker. Kann man definitiv machen. Und pünktlich nach dem Hauptgang kam noch eine weitere Getränkerunde. Allgemein kamen in den ersten 2 Stunden des Fluges 4 Getränkerunden. Das finde ich schon sehr, sehr gut. Also das ist deutlich mehr, als ich ja schon bei anderen Airlines erlebt habe. Und jetzt gab es auch schon das Dessert. Und als Dessert gab es hier zum einen Käse, wie auch eine Torte oder ein Stück Kuchen einfach. Sieht auf jeden Fall auch sehr, sehr lecker aus. Das Catering hier an Bord von Condor wirklich überraschend gut. Also eine sehr große Auswahlmöglichkeit, sehr leckere Sachen und wie gesagt, der Service mega. Die Crew ist jetzt hier mehrmals durchgegangen, hat immer wieder die Sachen abgeräumt, hat nochmal neue Getränke angeboten und hat vor allem auch einfach so über die ganzen Produkte gut informiert, also über die Weinsorten beziehungsweise über das Essen an sich und so. Also man merkt, die wissen, von was sie reden beziehungsweise was sie da anbieten. Ein sehr, sehr guter Eindruck. Jetzt wird es auf jeden Fall langsam Zeit, den Sitz hier mal in die waagerechte Position umzustellen, also in die Bettposition. Denn ein Hauptargument, die Business Class zu buchen auf Langstreckenflügen speziell, ist natürlich, dass sich der Sitz in ein flaches Bett verstellen lässt. Dass man hier also wirklich schlafen kann, dass man hier einfach ein bisschen ungestört ist, Privatsphäre hat etc. Das werden wir jetzt auf jeden Fall gleich mal probieren. Und dann werde ich mal schauen, ob ich hier noch ein bisschen die Augen zubekomme. Wegen dem Zeitunterschied nach Phuket könnte das ein bisschen schwieriger werden, aber wir geben mal das Beste. Ja, ich habe mich jetzt schon mal mit meiner Condor gestreiften Decke hier ein bisschen zugedeckt und würde jetzt tatsächlich auch mal versuchen, für ein paar Stunden die Augen zuzumachen, vielleicht auch ein bisschen zu schlafen. Und um den Sitz hier in die Bettposition zu bringen, habt ihr ja diese Auswahlmöglichkeiten hier, die habe ich euch ja vorhin schon gezeigt. Und ihr könnt jetzt hier einfach drauf drücken und seht schon, der Sitz fährt automatisch los, also stellt sich automatisch um.
Das Ganze übrigens hier auch sehr, sehr schnell. Und nach wenigen Augenblicken seid ihr dann auch schon angekommen in der Liegeposition. Wie gesagt, die Liegeposition, die Schlafmöglichkeit, das ist einfach immer das Hauptargument für Business Class. In der Economy Class, man hat einen Sitz, hier man hat ein Bett. Das ist meiner Meinung nach das größte Verkaufsargument. Sehr bequem hier auf jeden Fall. Ich könnte das Ganze jetzt natürlich noch bequemer machen durch die Matratzenauflage. Die werde ich wahrscheinlich auch gleich nochmal auflegen. Ansonsten habe ich hier aber auch immensen Platz mit den Füßen und hier in diesem Bereich rund um den Kopf auch eine schön isolierte bzw. schalldichte Wand, kann man schon fast nennen. Also wenn ich so hier liege, dann bekomme ich tatsächlich von den Gesprächen der anderen Passagiere bzw. auch von den Geräuschen, beispielsweise durch die Triebwerke und ähnliches, nichts mit. Hier auch nochmal zu sehen, der Fußraum, auch hier wirklich riesig Platz. Ich kann meine Füße ohne Probleme nebeneinander liegen lassen. Das ist definitiv sehr komfortabel. Also das Ganze hier fühlt sich schon fast wie eine Suite an. Kopfkissen sehr, sehr bequem. Auch der obere Bereich des Sitzes, der lässt sich auch noch verstellen. Ich könnte den jetzt auch noch ein bisschen nach oben kippen, beziehungsweise nach unten kippen. Ansonsten Matratzenauflage, bequeme Decke. Eine sehr, sehr gute Möglichkeit, hier definitiv mal ein bisschen die Augen zuzumachen. Ja, und nach rund 5 Stunden sind jetzt die Lichter hier wieder angegangen und das Ganze sehr sanft. Also man muss sagen, man hat sich hier quasi gerade ein bisschen so gefühlt, als würde die Sonne aufgehen. Das auf jeden Fall in dieser Kabine hier sehr, sehr schön. Und wir sind noch rund 2 Stunden unterwegs, bis wir dann in Phuket ankommen. Die Crew hat ja auch gerade schon ein heißes Tuch verteilt, dass man eben wieder relativ gut wach werden kann. Wach werden ist auch ein guter Stichpunkt. Ich persönlich habe jetzt hier nicht so gut geschlafen, beziehungsweise habe meine Augen nicht so gut zubekommen. Hat aber auch damit zu tun, dass in Deutschland jetzt gerade erst Mitternacht ist. Das wäre normalerweise meine Zeit in Deutschland, wo ich ins Bett gehen würde. Das heißt, vom Biorhythmus bzw. von der Zeitumstellung her und den Flugzeiten geschuldet war es jetzt hier nicht möglich. Ich habe allerdings noch eine Sache festgestellt an diesem Sitz, auf die ihr unbedingt achten solltet, ganz speziell, wenn ihr eben einen Sitz hier direkt am Fenster habt. Und das ist die Armlehne. Wenn ihr etwas stämmiger seid, beziehungsweise etwas größer oder wenn ihr Seitenschläfer seid, dann kann die möglicherweise störend sein. In diesen Fällen, wenn euch das sehr, sehr wichtig ist, dass ihr eben noch ein bisschen mehr Platz braucht, würde ich möglicherweise sogar einen Sitz hier in der Mitte bevorzugen, als eben den Sitz hier direkt am Fenster. Weil das ist schon etwas einschränkend. Für mich, ca. 1,82 groß, normale Figur, ist es in Ordnung. Aber wenn ihr etwas korpulenter, stämmiger, muskulöser seid, dann kann das durchaus sehr, sehr eng sein. Ansonsten war das vom Bettkomfort hier aber gerade relativ angenehm und durch die Matratzenunterlage auch nochmal deutlich weicher. Ja, und inzwischen ist auch draußen die Sonne aufgegangen. Es ist eine richtig schöne Morgensonne. Die Triebwerke hier werden richtig schön angestrahlt. Draußen das Meer, also wirklich ein toller Anblick. Und jetzt begann hier auch gerade schon der Frühstücksservice. Ich habe mir erstmal einen schönen Kaffee bestellt, dazu ein Wasser. Und das richtige Frühstück an sich, das wird jetzt gleich von der Crew auch direkt serviert. Flugzeit bis Phuket circa noch 1,5 Stunden. Ja, und wenige Minuten nachdem jetzt gerade so eine Art Kaffee- und kleiner Getränkeservice gestartet ist, gab es jetzt auch das Frühstück. Und das wird komplett auf einem Tablett serviert, finde ich sehr, sehr gut. Macht Sinn, dass man dann wirklich schon alles hat und quasi mit dem Essen loslegen kann. Es ist auf jeden Fall eine sehr große Portion. Omelette, verschiedene Aufstriche, Granola, Joghurt etc. Also wirklich für ein Frühstück an Bord eines Flugzeugs sehr groß, sehr reichhaltig und das werde ich mir jetzt auf jeden Fall erstmal schmecken lassen. Ja, und bevor wir jetzt gleich unseren Landeanflug in Richtung Phuket beginnen, möchte ich noch mal kurz auf die Langstreckenflotte von Condor eingehen. Condor hat nämlich einen Vorteil gerade gegenüber beispielsweise der Lufthansa und das ist, dass Condor eine komplett reine Airbus A330 Neo Langstreckenflotte hat. Das heißt, wenn ihr mit Condor auf der Langstrecke unterwegs seid, das Produkt bucht, ihr fliegt immer mit dem Airbus A330 Neo. Es ist immer das gleiche Produkt. Und das ist definitiv ein Vorteil gegenüber anderen Airlines, wie zum Beispiel der Lufthansa, denn
Und dort sind meist verschiedene Flugzeugtypen im Einsatz und die haben dann meistens auch total verschiedene Kabinen. Beispiel Lufthansa, da gibt es jetzt die neue Allegris-Kabine. Es gibt eine Kabine, die auch in einer ähnlichen Konfiguration wie hier angeordnet ist. Es gibt aber auch natürlich noch die ältere Business Class mit einer 222-Konfiguration. Also es ist alles ein bisschen durchmixt. Bei Condor gibt es nur einen Flugzeugtyp auf der Langstrecke, hier den Airbus A330 Neo, und ihr bekommt immer dasselbe Produkt. Das ist meines Erachtens nach nochmal ein deutlicher Vorteil, gerade auch gegenüber anderen Airlines. Condor hat sich natürlich für den Airbus A330 Neo auch aus ökonomischen bzw. ökologischen Gründen entschieden. Zum einen verbraucht dieser neue Flugzeugtyp deutlich weniger, ist dadurch also umweltfreundlicher bzw. auch kostengünstiger einsetzbar, und aus Passagierperspektive bietet er auch einen erhöhten Komfort, gerade im Vergleich zu älteren Langstreckenflugzeugen. Und ein Punkt zum Thema Komfort ist unter anderem, dass es hier relativ leise ist in der Kabine. Das ist mir schon den ganzen Flug aufgefallen. Und ich habe gerade mal auf die Apple Watch geschaut, habe das Ganze mal messen lassen, und wir haben hier in der Kabine nur rund 70 bis 80, Mitte 70 Dezibel. Das ist definitiv völlig in Ordnung. Jetzt geht's gleich in den Landeanflug in Richtung Phuket. Angekommen in Phuket in Thailand mit dem neuesten Produkt der Condor im Airbus A330 Neo und das Ganze in der Business Class. Erstmal schön warm hier, etwas über 20 Grad jetzt am Morgen. Und die Einreise, die hat hier tatsächlich gerade sehr, sehr lange gedauert, fast eine Stunde. Aber natürlich für euch auch noch die Zusammenfassung und das Fazit zu diesem Flug. Er hat mir sehr, sehr gut gefallen, der Flug. Die Crew war super lieb, hat einen tollen Service gemacht, war mega präsent in der Kabine, immer wieder rumgegangen, mit Getränkerunden, aufgeräumt, Gläser eingesammelt. Also das war ein rundum gelungener Service hier von Condor. Auch das Essen an Bord sehr, sehr lecker, sehr hohe Qualität und natürlich der Sitz, also das wichtigste Produktbestandteil eigentlich. Und das Hauptargument mehr oder weniger, warum man einen Flug in der Business Class bucht, hier bei Condor ein sehr modernes Produkt, sehr bequemer Sitz und super geeignet zum Schlafen in jedem Fall. Wie gesagt, wenn ihr etwas größer seid, etwas stämmiger, etwas muskulöser, wie man es auch immer nennen mag, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, auch mal den Prime Seat zu prüfen, ob der noch verfügbar ist. Meistens mit einem relativ geringen Aufpreis das Ganze. Aber auch der normale Sitz in der Business Class ein sehr, sehr gutes Produkt. Hat mir zusammengefasst auf jeden Fall sehr gut gefallen hier mit Condor. Und ich würde das auf jeden Fall so auf der Langstrecke ab Deutschland ausgehend bzw. nach Deutschland nochmal buchen. In jedem Fall denke ich, dass Condor hier ein sehr solides Produkt, gerade im Vergleich mit der anderen deutschen Airline, mit der Lufthansa liefert. Und wie gesagt, es ist ein sehr homogenes Produkt. Das heißt, auf der Langstrecke habt ihr bei Condor nur den Airbus A330 Neo. Es gibt keine anderen Flugzeuge, die ihr erwischen könntet. Und ihr könnt euch also immer auf dasselbe Produkt verlassen. Ich hoffe, euch hat dieser Flugreport hier gefallen. Für mich geht es jetzt in Richtung Hotel und dann morgen schon direkt weiter mit weiteren Flügen, damit auch für euch weitere Videos, weitere Flugreports entstehen. Wie immer gerne teilen, liken und kommentieren. Und wenn ihr neugierig seid auf weitere Flugreports, auf spannende Erlebnisse und auch auf nützliche Tipps und Tricks rund ums Reisen und hier noch nicht abonniert habt, dann macht das jetzt gerne. Einmal abonnieren und die Glocke drücken und wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei Zwischen Gate und Ziel.